Wie fließt denn die Energie zwischen den Geschwistern? How does the energy flow between siblings? For understanding this, you will have to understand the flow of energy in human being from birth to death. Um das zu verstehen, musst du verstehen, wie die Energie fließt von der Geburt bis zum Tod eines Menschen. When a child is born, there is no love in him. Wenn ein Kind geboren ist, dann ist dort keine Liebe in ihm. In about 3 months' time, all his attention goes towards his mother. Dann hat es 3 Monate Zeit und alle Aufmerksamkeit geht zur Mutter. When the age of the child is 3 months, no one is more important than Mutter. Wenn das Kind 3 Monate alt ist, dann gibt es niemanden, der wichtiger ist als die Mutter. But at 6 months, it changes. Aber nach 6 Monaten verändert es sich. Assuming that love is 100, it's an example. Please don't take it in a numerical term because love is never numerical. Also, wenn wir mal von 100% Liebe ausgehen, aber nimm das bitte nicht diese Zahl ganz genau, weil es gibt hier keine Zahlen und keine Prozente. So at the age of 6 months, his attention is divided between mother and father. Im Alter von 6 Monaten wird die Aufmerksamkeit des Babys geteilt, und zwar geht die Hälfte zur Mutter und die Hälfte zum Vater. 70% to 80% his attention is towards mother, 20 to 30% goes towards father. Also er sagt, 70 bis 80% der Aufmerksamkeit bleiben bei der Mutter und 20 bis 30% gehen zum Vater. And by the time he attains the age of 1 year, his attention towards mother and father put together is only 50%. The rest 50% goes to grandparents, siblings, and to everyone else in the family. Also mit einem Jahr ist es so, dass die Aufmerksamkeit zu 50% für Mutter und Vater da sind und die anderen 50% gehen zu den Großeltern und den Geschwistern und anderen Verwandten. By the time a child attains the age of 3, he doesn't remain interested in his parents. Im Alter von 3 Jahren sind die Eltern für das Kind nicht mehr sehr interessant. Then his relationship towards parents becomes needs-based. Dann wird die Beziehung zu den Eltern ist sozusagen bedürfnisorientiert. And his attention starts growing towards his siblings. Und die Aufmerksamkeit geht zu den Geschwistern. You try to give a chocolate to one brother, the other one will say, give it to my brother also. Wenn du einem Bruder Schokolade gibst, dann wird er sagen, gib es auch zu meinem anderen Bruder. And I have 2 beautiful grandchildren. Und ich habe 2 sehr süße Enkelinnen. Whenever I meet them, I give them something. Und immer wenn ich sie sehe, gebe ich ihnen etwas. One of them doesn't take it. Das eine nimmt es nicht. Neither this one nor the other one. Weder die eine noch die andere. They insist that first you give to my sister and then you give it to me. Die sagen immer, gib es zuerst zu meiner Schwester und dann nehme ich es. It is not only with me, any one of you, when the age group of the children is from 3 years to almost 7
to almost, you can say, 11 years, their attention is towards their siblings. Und das ist überall so unter den Geschwistern, dass in dem Alter zwischen 3 und 11 Jahren die Aufmerksamkeit am meisten bei den Geschwistern ist. If you try to hurt one, other one also reacts. Wenn du eins der Geschwister verletzt, verletzt du damit auch das andere Geschwister. As you grow, when the age comes from 11 to 13, 14 years, you get interested, your child gets interested in opposite sex. Und dann im Alter zwischen 11 bis 13, 14 fängt das Kind an, sich für das andere Geschlecht zu interessieren. These are difficult years. Das sind schwierige Jahre. But his trust, his love, his affection still remain towards the siblings. Aber die Liebe und Aufmerksamkeit bleibt doch immer noch bei den Geschwistern. When you meet your first love in your life, you don't share it with your parents, but you try to share it with your brother. Wenn du deine erste Liebe triffst, dann wirst du das nicht mit deinen Eltern besprechen, sondern mit deinen Geschwistern. Something happens in the school. Somebody becomes your enemy. And there is a fight between the children. They don't go to home to share it, but they go to their brothers and sisters to share it. Wenn was in der Schule passiert ist, dass es einen Streit gab, dass jemand zum Feind geworden ist, dass es eine Kabelei gab, dann werden die Kinder nicht nach Hause rennen und das den Eltern erzählen, sondern ihren Geschwistern. And then they make plans together. Und dann planen sie zusammen. How to handle the situation in school? Wie können wir das in der Schule, wie können wir damit umgehen in der Schule? Parents will not even come to know about this fight and quarrel and things. Es kann sein, dass die Eltern nie was davon erfahren, was da tatsächlich in der Schule passiert ist. And both the siblings will like to handle it by themselves. Und beide Geschwister lieben es, das alleine durchzustehen. Parents are still thinking that my children are very small. Die Eltern neigen dazu zu denken, ach, unsere Kinder sind so klug. And children start thinking we have grown up. Our parents doesn't understand us. Und die Kinder denken, wir sind groß geworden, unsere Eltern verstehen uns nicht mehr. This is how the puberty goes. So ist es, wie die Kinder groß werden. Now age becomes 21, 25, something like that. So, dann kommen sie in das Alter von 21, 25. And you are now in a permanent relationship, you start getting children, and all your attention starts going towards your children. Und in diesem Alter wirst du deinen Lebenspartner gefunden haben, du wirst Kinder haben und dann geht alle deine Aufmerksamkeit und deine Liebe zu deinen Kindern. When somebody becomes mother for the first time, all the love of the universe goes to child from the mother. Wenn du als Mutter zum ersten Mal Mutter wirst, dein erstes Kind bekommst, wird die ganze Liebe des Universums zu diesem Kind fließen. And slowly, love between the siblings, the binding between the siblings starts reducing, it starts loosening. Und in dieser Zeit fängt die Bindung zwischen den erwachsenen Geschwistern an, sich zu verringern. Now they talk less. Sie sprechen weniger miteinander. They don't share their things among themselves. Sie teilen nicht mehr, was in ihnen vor sich geht.
Parent has one more time become more important than siblings. Da werden die Eltern wieder wichtiger als die Geschwister. And by the time human attains the age of 30 years, love between the siblings becomes zero. Und im Alter von 30 Jahren wird die Liebe zwischen den Geschwistern geht gegen null. Then they talk, they remain together, but the love is missing. Sie bleiben zusammen, sie sprechen miteinander, sie treffen sich, aber es ist nicht mehr diese Liebe da. That is why I suggest sometimes that in case you have 2, 3, 4 children, then you must separate them out before they attain the age of 30 years. Deshalb empfehle ich, wenn du 2, 3 Kinder hast, dass du die vor dem Alter, bevor die 30 sind, dass du sie quasi aus dem Hause schickst und sie nicht mehr bei dir leben. If they try to separate at 50, at 40, there would definitely be a difference of opinion between them. Also wenn das erst geschehen würde, wenn die 40 über 50 sind, dann wird es sehr deutlich sein, dass sie unterschiedliche Meinungen und Lebensanschauungen haben. But if you separate them before 30 years of age, they will have affection and they will have understanding for each other. Aber wenn du dafür sorgst, dass genügend Abstand zwischen ihnen ist, zwischen deinen Kindern, dann werden sie nach wie vor sich mögen und auch gut miteinander sein können. So the love between the sibling is highest at 3 years and lowest, close to zero, at 30 years. Die größte Liebe zwischen den Geschwistern ist da im Alter von 3 Jahren und am niedrigsten ist sie im Alter von 30 Jahren. And if they are forced to live together after 30 years, the love between them can even go negative, less than zero. Und wenn Geschwister dazu gezwungen sind, im Alter über 30 Jahren zusammenzuleben, dann kann es sein, dass die Verbindung zueinander und die Liebe tatsächlich ins Negative geht. Negative love is hatred. Und negative Liebe ist Hass. They may hate each other after that. Wenn man da zusammenbleibt, dann wird es möglicherweise sein, dass man einander nicht mehr mag. I think that answers your question. Thank you so much. Ja, danke so much.